Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir uns die besten Tendenzen der Woche an für das Kollektiv. Ich bin gespannt, was sich für diese Woche für Energien zeigen. Und wir legen los. Ja, alle Verträge, Verbindlichkeiten, Beziehungsthemen liegen hier mit guten Energien. Etwas kann sich zu unseren Gunsten entwickeln. Möglicherweise winkt dem einen oder anderen auch ein Vertrag ins Haus, auf den er gewartet hat. Eine Woche für freundschaftliche Verbindungen, Verbindungen zu Menschen, die man Freunde nennt, jeglicher Art. Möglicherweise zeigt dir hier auch dein eigenes Tier irgendetwas auf. Das Prinzip Loyalität ist hier sehr zentral. Und es ist hier wichtig, jemanden zu haben oder jemanden zu kennen, der genau den eigenen Werten entspricht. Eine gute Situation, da wieder in Bewegung zu kommen, wo man sich rausgenommen hat, wo man zu irgendetwas Distanz aufgenommen hat. Möglicherweise geht es hier auch um Dinge, die ihr mit den Ämtern oder Behörden klärt. Und es geht um die Dinge, die euch so ein bisschen Stress mitgebracht haben, wo vielleicht auch viele Leute mit eingesprochen haben. Hier ist es ganz wichtig, sich selber treu zu bleiben, sein eigenes Ding durchzumachen, durchzuziehen. Möglicherweise hat man hier jemanden Spezielles, auf den man hört, aber alles andere Geschwätzige darf man hier weglassen. Oh je, das sind mir zu viele. Was ich hier auch noch kriege, so, es kann sein, dass ihr irgendwelche Freundschaften oder Verbindungen hattet, wo jetzt gerade im Moment nicht so viel war oder wo ihr keinen Kontakt hattet. Auch da ist es möglich, mal wieder in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, auf gute Art und Weise. Und man ist hier so bereit, auch was wegzulassen, ne? Hier reduziert man mit einem Mal den Stress, vielleicht auch den Stress, den man von anderen für sich aufgenommen hat. Gibt es ja viele Situationen, ne? Und man hat auch so gar keine Lust mehr auf irgendetwas, was einem nur Mangel bringt, anstatt Mangel und Stress anstatt Fülle. Das könnte hier so überhaupt die Hauptaussage sein. Hier können sehr schnelle Energien unterwegs sein. Etwas, wo man auch sagt, okay, jetzt habe ich das so für mich auf dem Schirm, jetzt beende ich das, jetzt nehme ich eine andere Richtung, jetzt habe ich hier genug davon, ich lasse etwas bleiben. Man kann hier auch jemanden mit auf die Sprünge helfen, ne, der diese Problematik hat. Meine Güte, was will hier heute alles raus? Wohl bemerkt habe ich noch kein Schicksalskreuz heute. Und auch nicht unten dran. Ah, doch, die schicksalshaften Wege. Wie kann es anders sein? Hier geht es um Herzensangelegenheiten. Es geht darum zu klären, was einem richtig schwer auf dem Herzen liegt. Etwas, was wichtig ist, etwas, was so eine Art, ich sag mal, auch Liebeskummer verursacht hat oder wo man wirklich schwer dran zu nagen hatte, das hier aus dem verbindlichen, freundschaftlichen Bereich vielleicht auch kommt oder wo etwas gewaltig auch, ja, ich sag mal, schief gelaufen ist, wo etwas mehr Stress produziert hat, als es tatsächlich nötig war.
Und man hat hier Distanz aufgenommen und man kommt hier jetzt wieder in diese Annäherung. Was mir hier auffällt, wir haben ja hier die besten Tendenzen der Woche. Und es geht hier darum, dass man hier eine Möglichkeit findet, vielleicht auch vor eine Entscheidung gestellt wird, bei der man sich sehr viel Stress ersparen kann. Also egal, was ihr auf den Weg bringt diese Woche, guckt euch an, ob es mehr Aufwand bringt oder ob es Erleichterung bringt. Denn hier zeigen sich jedenfalls die Herzensangelegenheiten, die bisher in Aufruhr waren, als beste Gelegenheit, etwas wieder verbindlich auf den Weg zu bringen. Hier geht es darum, eine Option zu nutzen, die man kriegt, die hat etwas mit Verminderung zu tun. Das heißt, man lässt etwas weg, man kürzt etwas ab, man entledigt sich etwas. Und hier in diesem Fall speziell entledigt man sich auch einem speziellen Schmerz, einer offenen Wunde. Man schafft Klarheit durch Gespräche. Man hört aber nicht auf jeden, der einem meint, hier was zu sagen. So. Dann habe ich hier für uns, hol dir Rat. Wenn wir hier Rat brauchen, dann gehen wir an die Experten, nicht an die, die uns ungewünscht beraten. Ja, man holt sich von dem Menschen Rat, den man auch fragt oder der einem wichtig ist oder der eben Experte auf einem bestimmten Gebiet ist. Und wir kriegen hier gesagt, der Himmel schützt dich, deine Lieben und dein Eigentum. Also man braucht hier keine Angst zu haben, wenn es auch andere betrifft oder tatsächlich etwas, was uns sehr wichtig ist. Kann sich natürlich hier auch um einen Vertrag handeln, um irgendetwas Verbindliches. Und hier geht die Energie so, dass sie minimiert, ne, dass sie Sorge auch minimiert und Mangel. Herzgenesung passt wunderbar, denn hier haben wir das Herz im Haus der Hoffnungen und Ängste drin. Und wir haben noch Hilfe und Unterstützung. Ne? Hier kann sich tatsächlich jemand zeigen, jemand Spezielles. Oder aber auch an sich, dass man, guckt mal, hier haben wir noch den hilfreichen Menschen, der übrigens auch genau der Experte hier sein könnte, ne, für irgendwelche Entscheidungen oder Fragen oder Angelegenheiten. Also erstmal haben wir den unterstützenden Menschen und wir haben aber auch die Hilfe und den Schutz von oben, der hier sehr schön auf die Legung einstrahlt oder sie auch überstrahlt. Ne? Mir kommt es hier so vor, als könnte man sich erleichtern, sich einem Kummer entledigen, eine Wunde genesen lassen oder dass hier tatsächlich etwas sehr gut in unsere Richtung läuft. So, schauen wir noch ein bisschen weiter. Was habe ich hier? Es kommt auf deine Passion an. Ne? Für was brennt man? Wo gibt man Energie hinein? Die Leidenschaft zu etwas kann wieder entdeckt werden. Und es geht darum, sich ganz zu fühlen, positiv zu sein und irgendetwas wird hier auch stimuliert. Hier ist die Chili drauf. Ne? Hier hat etwas Würze. Man kriegt so einen Aufwind rein in alles. Man befeuert sozusagen sein System und möglicherweise spürt man hier auch wieder mehr etwas, was man vorher vermisst hat. Leidenschaft, das Brennen für irgendetwas. Und ja, man wird, der innere Ofen wird befeuert mit gutem Holz, würde ich es mal nennen. Nehmen wir noch ein Engelchen und dann lassen wir es so stehen. Wunderbar, der Engel des Optimismus. Ich brauche meine Brille. Eine positive Einstellung zum Leben beeinflusst deine Gedanken und Handlungen. Du hast es in der Hand. Durch positives Denken kannst du dich und dein Umfeld glücklich machen.
Konzentriere dich auf deine Wünsche und Ziele und gehe davon aus, dass sie in Erfüllung gehen. Dein Engel wird dich dabei unterstützen. Also Positivität haben wir zweimal. Vielleicht liegen diese Tendenzen auch da, wo man so Wunden und Schmerz hatte, wo jetzt einfach das Brennen dafür reinkommt, dass es besser wird und dass man es spürt und dass man so auch mehr in die Handlung wiederkommt. Ihr Lieben, ich wünsche euch, uns allen, hilfreiche Menschen. Die sind sehr wichtig im Leben. Kein Mensch kann alles alleine, auch wenn man es oft denkt. Und das ist ein Gut, das sehr selten ist, aber hier ist es verfügbar. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.